Ey, FWC Homies, währenddessen bei mir Nachtschicht hart reinkickt, lasse ich mir natürlich nicht nehmen, mit euch noch weiter Best to Buy durchzugehen. Wir sind jetzt bei ungefähr 150 US-Dollar dann beim Top-Up für Tag 1, für die, die Bock drauf haben. Wir gehen jetzt kurz wieder durch, was meiner Ansicht nach sinnvoll ist. Das kann natürlich stark schwanken, gerade umso höher wir jetzt hier gehen. Und das ist auch so ein bisschen kleiner Disclaimer, dass laut meiner Vernunft her, Vernunft ist gut, Ansicht her, würde ich auch sagen, das ist jetzt so das Letzte mit den 150 US-Dollar, weil danach schwankt es denn stark nach Sinnhaftigkeit und sowas alles und wir werden dann wahrscheinlich noch ein letztes Mal dann machen mit quasi All-In, so alles, was irgendwie Sinn macht, was Stats gibt. Da werden wir aber noch gucken, was denn dabei rauskommt. Und das ist jetzt sozusagen der normalen Series jetzt einfach das Letzte. Und ich denke, damit sind die meisten auch abgedeckt. Die dann wirklich All-In gehen wollen oder halt irgendwie dann noch mehr, da schwankt es halt dann wirklich stark. Da brauchen wir dann nicht anfangen, hier irgendwie eine riesen lange Liste mit Eventualitäten von Sprintrollen, Blinkwing und dies und das und jenes. Wir gehen jetzt hier einfach durch, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt zum Start einmal 150 US-Dollar reincashen möchte, was hole ich dann am besten davon? Und da gehen wir jetzt einfach einmal durch, das Ganze. Und es unterscheidet sich auch im Großen und Ganzen nicht mehr. Also was jetzt im Vergleich zu 100 US-Dollar davor mit reingekommen ist, ist abgesehen halt von der Adventure Fortune Flask, Beginner Package A würde ich hier wieder mit reinnehmen, anstatt Starter Pass. Und die 30 Days Combined Party Effect Scrolls, also sind wir ja schon einen großen Batzen dann los, wissen wir ja. Kommt jetzt hier neu, würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall das Housing-System. Knallt erstmal ordentlich rein mit einer Wall-Template. Das müssen wir sozusagen kaufen als unser Haus. Das nennt sich halt die Wall-Template. Es gibt auch eine für Penya für 100, 200 Millionen. Aber die können wir uns zum FWC-Start natürlich nicht leisten. Daher greifen wir auf die Wall-Template aus dem Cash-Shop zurück. Die kommt einmal mit 1600 F-Coins zu Buche. Dann holen wir uns einmal davon von den NPCs. Das sind quasi von die jetzt von Flive PC kommen oder das Housing-System nur kennen. Hier geben nicht Möbelstücke und sowas Werte, die wir haben wollen, sondern hier sind es NPCs, die Werte geben. Und davon holen wir uns einmal Pang 7 Tage. Der bringt uns gerade zum Start von FWC, ist das unheimlich wichtig. Der gibt uns die Anfänger-Buffs. Allerdings mit maximaler Inskalierung plus 20. Der Anfänger-Buff-Peng gibt uns dann diese Buffs hier nur mit einer maximalen Inskalierung, also plus 20. Nicht Level 20, sondern die Skills sind immer noch Level 6, so wie wir sie haben, oder Level 6 und Level 5, aber mit plus 20er Inskalierung. Dadurch sind die Effekte wesentlich höher. Ich habe jetzt leider kein Bild, wie genau die sind, aber es müsste dann anstatt Attack Speed plus 8 sind es dann irgendwie 19% oder sowas und Cast Time ist halt auch höher, STA ist höher, Speed ist höher und Hitrate ist höher. Also gerade für One-on-One super gut, aber an sich halt für alle Klassen ein riesen Vorteil zum Anfang und ich würde sagen definitiv lohnenswert. Des Weiteren haben wir dann noch den Casanova NPC, den Themas NPC, den Hatta NPC und den Misun NPC. Casanova bringt uns 5% mehr EXP. Das ist natürlich super gut, weil gerade auf dem FWC-Server mit der höheren allgemeinen EXP-Rate skaliert das dann. Und falls wir dann irgendwann nochmal aufs Couple-System zurückgreifen, können wir da auch nochmal 5% mehr EXP abstauben. Zusammen mit Sheer nochmal 5% mehr EXP und Amplis. Und da sieht man dann, das skaliert dann halt immer weiter. Und daher für den Preis macht man da auf jeden Fall nichts falsch. Das gleiche ist dann im Prinzip auch mit Themas für 15 Tage. Er gibt uns 5% mehr Run Speed und 5% mehr Run Speed für 140 F-Coins. Da kann man echt nicht meckern. Also man denkt nur an die Speed CS-Sets. Die kosten weitaus mehr und da muss man halt auch Glück haben, dass man ein 8 oder 10% Speed-Set bekommt. Und 5% Speed für 140 F-Coins, 15 Tage. Man kann die NPCs, wenn man auch fertig ist, wieder rausnehmen aus dem Housing. Wenn du jetzt sagst, okay, ich werde jetzt nicht mehr leveln, ich mache jetzt einen Shop auf, gehe pennen, gehe zur Arbeit oder ähnliches, dann kann man die auch wieder rausnehmen aus dem Housing und dann läuft die Zeit nicht weiter ab. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Tipp an euch. Dann hatten wir noch Hatta auf der Liste, der bringt 3% mehr PvE-Schaden, gerade in Verbindung mit der FWC-Flask, die nochmal 15 bringt. Ist das genauso wie bei den anderen ziemlich guter Stat für kleines Geld. Und Misun bringt noch 5% mehr Droprate. Ob es den Kohl fett macht, ist die Frage. Aber wenn dadurch ein wirklich seltener Drop irgendwie eher getriggert wird und sowas, gerade durch diese 5% mehr Droprate,
ich denke, dann nimmt man das für das Geld auch gerne mit. Das kann sich dann eventuell rentieren schnell. So, und bei der Aufnahme ist mir noch aufgefallen, dass mir ein Fehler unterlaufen ist. Und zwar habe ich Alice vergessen. Alice für 140 F-Coin ist auch ein sehr guter Stat. Da gucken wir jetzt noch mal einmal kurz rein. Und zwar bringt Alice das Gegenteil von PvE-Schaden, den wir austeilen, ist PvE-Schadenreduktion, die wir bekommen, also 3% mehr tankiger sind. Vielleicht hilft es einmal nicht zu sterben und dann hat sich das meiner Meinung nach auch schon gelohnt. Also kann man auf jeden Fall Preis-Leistung, die NPCs auf jeden Fall mitnehmen. Es gibt noch Flying Speed, es gibt noch Vendor Shop. Würde ich persönlich jetzt nicht super priorisieren. Wir werden aber jetzt gleich sehen, dass wir noch F-Coins über haben. Und da gibt es jetzt verschiedene Optionen. Also ich gehe jetzt hier auf jeden Fall von der Perspektive aus, dass die Person 150 US-Dollar sagt, okay, zum Start von FWC bin ich bereit, das zu zahlen. Und da möchte ich jetzt das Bestmögliche rausholen. Und da wäre für mich das Bestmögliche halt wirklich diese Option. Wenn man jetzt wirklich dahergeht und man sagt, okay, man holt später nochmal für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel den MyPass und sowas, habe ich jetzt kein Problem mit, dann unterscheidet sich das halt jetzt so und deswegen wird es auch darauf folgende Videos jetzt nicht wirklich geben, außer dann vielleicht halt nochmal ein All-In-Video. Ansonsten, wenn man jetzt wirklich von der Perspektive ausgeht, okay, 150 US-Dollar am Anfang, dann wäre jetzt die gesamte Summe auf dem Main 13.182 F-Coins. Man hätte also noch 2.668 F-Coins über. Am allerbesten halten für einen MyPass und man könnte eventuell noch einen Starter-Pass und ein Limited Package kaufen für 1.000 F-Coin. Dann wäre man bei 2.200, die man dann wahrscheinlich sehr effizient ausgegeben hätte für gutes Value, je nachdem, was noch für Cash-Up-Aktionen reinkommen. Und den Rest könnte man entweder benutzen, um irgendwie Equipment zu kaufen, also Gear zu kaufen, was man irgendwie vielleicht braucht. Zusammenhang mit Penya oder sowas, falls halt nicht genug ist, also dass man es halt damit aufstücken könnte. Man könnte auch sagen, okay, anstatt irgendwie Value Starter Pass mäßig möchte ich irgendwie, was ich nicht empfehlen würde, wäre Speedset zu kaufen oder anstatt des MyPass und man sagt, okay, MyPass kaufe ich dann, top-up ich dann im Mai nochmal, denn wenn ich ihn halbwegs gut ausgefüllt habe und sowas alles Mitte, Ende Mai, kaufen dann vielleicht nochmal. Das wäre halt alles jetzt verschiedene Möglichkeiten, die man gehen könnte. Man könnte auch die restlichen F-Coins, nachdem man Starter-Pass und vielleicht ein Limited Package gekauft haben, dann noch für Sprintrollen ausgeben oder ähnliches, um am Tag 1 schnell voranzukommen. Blinkwing auf Madrigal eventuell. Also da muss dann jeder für sich sehen. Ansonsten haben wir beim FS in der Situation, in der Perspektive, dass man es meist rausholen würde ich dann einfach nur ein Beginners Package A kaufen. Man könnte auch einen Starter Pass, aber dadurch ich den Beginner Package A schon beim Main mit drin habe und man dort schon sofort einen CS-Bot hat, würde ich das gleich halt beim RM auch machen, dass du da auch sofort deinen CS-Bot hast. Man könnte es theoretisch austauschen bei beiden, anstatt Beginner Package A, da in einen Starter Pass, dann würde man jeweils nochmal 500 F-Coin halt sparen. Aber jetzt so rein aus der Perspektive, ab 150 US-Dollar am Starttag, hat man halt schon einen guten Run und man kann schnell vorankommen und das Beginner Package A würde einem dabei helfen und der Starter Pass würde einem da eher ein bisschen nerven wieder, weil du nicht sofort an das CS-Board rankommst, sondern dir es erst freispielen musst. Dadurch bist du wieder langsamer. Muss nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Weil man kann gerade am ersten Tag so dann halt ein bisschen mehr vielleicht rausholen, vielleicht die ein oder anderen saftigen Drops einsnacken und verkaufen. Man kann vorne mit dabei spielen, meiner Meinung nach bei diesem Bild. Und ein Speedset würde ich an sich nicht empfehlen. Man könnte es eventuell mit den restlichen F-Coins machen, dass man sagt, okay, ich möchte unbedingt ein Speedset haben, vielleicht hat man auch Glück. Ich würde es aber nicht unbedingt empfehlen. Also ich würde eher versuchen, das dann später zu kaufen. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, den FS ein bisschen zu verstärken. Das wäre dann, dass man 10 Euro weniger beim Main Top upt und man es stattdessen einen 20er beim FS mit drauf macht. Und man kauft sich dann eine 3-Tage-Version der FWC Flask, damit dieser mehr EXP bekommt. Da muss man nicht so sehr darauf achten, dass man mit dem Main weglevelt. Und man kann nach den 3 Tagen, nachdem man vielleicht viel gespielt hat, danach dann umsteigen beim RM auf die Penya-Variante. Dann hat man ein bisschen mehr Penya gesammelt und sowas alles. Dann tut das nicht mehr so weh, diese Penya-Flask zu kaufen, die auch nochmal 50% mehr EXP gibt. Und so hat man dann vielleicht ein bisschen flüssigeres und angenehmeres Gameplay, jetzt wenn man immer stetig darauf achten muss, dass der FS einem nicht irgendwie abrutscht und man mit dem Main zu hoch kommt. Aber das müsst ihr so ein bisschen für euch unterscheiden. Deswegen wird es halt jetzt bei den höheren Summen, da gibt es halt dann irgendwann so viele Optionen, was man alles effizient machen könnte, je nachdem, wie man halt auch spielt. Es unterscheidet
unterscheidet sich ja dann auch. Spielst du eher einen Mage mit Flame Geysir bzw. Hot Air, spielst du eher einen Assist mit Moonbeam, ziehst du erst dein RM hoch und danach deinen Main nach oder spielst du Auto-Attack Main und so. Die Varianten werden dann irgendwann jetzt zu unterschiedlich. Deswegen gehen wir dann wahrscheinlich final noch einmal vorm FWC-Start einen All-In durch, was man halt wirklich alles maximal irgendwie kaufen könnte. Ansonsten war es das auch von der Series. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es konnte euch vielleicht ein bisschen helfen, einen Denkanstoß zu geben. Ich hoffe nicht, dass es euch motiviert hat, mehr zu top-uppen, als ihr wirklich wollt. Um zu sagen, nee, ja, ich muss schon so, sonst lohnt sich ja nicht und so. Ja, am Ende ist es ein Spiel, es soll Spaß machen beim Spielen. Und ich wäre natürlich für einen Daumen nach oben sehr, sehr dankbar und ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch ready fühlt für den FWC, ob ihr hyped seid. Ich weiß, dass ihr es seid, denn ich bin es auch. Und jetzt ist es ja auch nicht mehr lange. Ich freue mich schon. Denkt dran, bei Twitch auf jeden Fall reinzufolgen und mit am Start zu sein. Es geht dann auf jeden Fall los mit einem Sabaton, aber dazu werde ich mich nochmal vorher kurz melden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall für jeden, der mit dabei ist. Haut rein und tschüssi.